Du hast keine Zeit für Bikepacking, dann planst du wahrscheinlich falsch. Ich habe früher auch gedacht, dass man für echte Abenteuer mindestens ein ganzes Wochenende frei haben muss oder zumindest weit wegfahren sollte. Aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall, denn oft ist es so, dass die kleinen und spontanen Touren am Ende doch die besten sind. Ja, in diesem Video zeige ich dir, wie du trotz vollem Kalender, trotz Job und Alltag immer noch regelmäßig echte Abenteuer erlebst. Und ich würde mal sagen, wir setzen uns jetzt auf Fahrrad und fahren los. Es wird eine kleine Feierabendrunde. Ja, wir machen gerade eine spontane Runde durch den Odenwald zu einer Schlucht. Da soll es Wasserfälle geben. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Ja, jetzt geht es hier erstmal ein paar Berge hoch. Und Federica ist hier total begeistert von all den Tieren. Weil hier sind gerade Pferde. Uns ist gerade ein Fuchs über den Weg gelaufen. Sehr idyllisch hier. Hey. Hey. Wenn ich dir nur einen Tipp geben könnte, dann, dass du lieber was Kleines planen sollst, statt das große Abenteuer. Ja? Ich habe früher auch lange eine große Reise vor mich hergeschoben, weil ich einfach nie so lange Zeit hatte. Ich wollte irgendwie mal Europa durchqueren auf dem Fahrrad. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht und geschafft. Ne? Ich bin ja dann nach Portugal gefahren, aber vorher habe ich diese Reise locker 7 Jahre vor mir hergeschoben, weil ich einfach nie einen ganzen Monat am Stück Zeit hatte. Und deswegen würde ich dir ganz klar dazu raten, ey, mach einfach. Selbst wenn es nur ein kurzer Overnighter ist, irgendwie um 18 Uhr los, ja, und dann am nächsten Tag um 8 Uhr wieder da sein. Oder ey, selbst wenn es nur von 16 bis 21 Uhr ist, ist ja egal. Ne? Plan einfach mal was Kurzes draußen. Das kann eine schöne Tour sein, irgendwie zu einem Ort, wo du noch nicht warst. Und das müssen auch nicht viele Kilometer sein. Also ganz ehrlich, selbst wenn du nur 50 Kilometer am Tag fährst statt 200, sind das schon echt coole Touren, die dabei rumkommen können. Und da würde ich dir echt dazu raten, schau dich einfach mal zu Hause um, was es vor deiner eigenen Haustür gibt. Weil da gibt es meistens so einiges zu entdecken, was du vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Und schau ruhig mal auch bei Komoot vorbei auf dieser Heatmap-Funktion. Da sieht man auch immer wieder Wege, die man selbst vielleicht noch nicht befahren ist mit dem Fahrrad, also vor der eigenen Haustür. Und es müssen halt nicht immer 200 Kilometer sein. Und ganz ehrlich, selbst wenn du nur einen Overnighter machst und einmal sagst, du pennst draußen mit Isomatte und Schlafsack an irgendeiner Schutzhütte, das ist am Endeffekt vielleicht nur eine Tour, die geht irgendwie, da startest du um 18 Uhr los und bist am nächsten Morgen wieder zum Frühstück zu Hause. Aber das sind teilweise echt die geilsten Touren. Und ja, deswegen plan einfach was Kleines und nicht immer dieses riesige Abenteuer, was du dann ewig vor dir herschiebst. Einfach mal losfahren. Es ist schon echt schön hier. Wir haben hier überall Stauseen und echt eine schöne Landschaft. Ich zeige euch mal, was uns vor uns erwartet. Jetzt geht es hier so einen Gravelweg lang und da geht es dann irgendwo zum Stausee. Das Wetter ist heute nicht das Beste, bisschen bewölkt, aber macht ja nichts. 10 Grad T-Shirt-Wetter. Wir haben unsere Taschen übrigens auch schon am Vortag gepackt und das ist auch das, was ich dir empfehlen würde. Einfach die Taschen schon vorher zu packen
Und falls du nicht weißt, was in deine Tasche rein soll, dann habe ich dir einen Packlistenkonfigurator erstellt. Den findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und da gibst du einfach an eine Tourdauer, wo du unterwegs bist, wie lange, wie du pennen willst. Also du beantwortest ein paar Fragen und am Ende kommt einfach die perfekte Packliste für dich raus, wo du dich einfach daran orientieren kannst. Für einen Overnighter würde ich eher ein Minimal-Setup nehmen, da brauchst du nicht zu viel, also einen niedrigen Komfortfaktor einstellen im Konfigurator, dann hast du wirklich das Nötigste dabei. Und viel mehr brauchst du dann für einen Overnighter auch gar nicht mehr. Und wenn du noch irgendeine alte Bikepacking-Tasche hast, die du vielleicht gar nicht mehr nutzt, dann würde ich die einfach trotzdem mal packen mit so Standard-Equipment, dass du dann einfach so eine Go-To-Bag hast, die du einfach vollgepackt immer rumliegen hast zu Hause. Und wenn du dich dann spontan dazu entscheidest, doch mal loszufahren für eine Bikepacking-Tour, dann greifst du dir einfach nur die Tasche, die schon vorher gepackt ist, machst sie ans Fahrrad dran und fährst los. Ne? Dann musst du dir halt keine Gedanken mehr drüber machen, was du einpacken musst, ob du noch was vergessen hast, musst du noch einkaufen. Das sind dann alles Sachen, die fallen weg. Deswegen einfach eine alte Tasche. Das kann sogar ein Dryback sein, den du notfalls mit irgendwelchen Spanngurten dran knallst. Irgendwas zu Hause schon gepackt stehen haben mit wirklich Basic Equipment. Das muss nichts Teures sein. Es kann auch irgendwas Günstiges sein, ist auch egal. Hauptsache, du hast so eine Basisausstattung immer schon mal bereit liegen, dass du dann nicht noch ewig irgendwie packen und Sachen zusammensuchen musst. Ne? Das wäre ein Tipp. Also wirklich, guck dir meinen Packlistenkonfigurator an, stell dir da ein Minimal-Setup zusammen und dann kommt der Kram einfach in ein Dryback rein und den hast du dann halt immer griffbereit. Und dann bist du auch immer bereit für kleine, spontane Abenteuer. Und ja, ich weiß, bei den meisten ist Zeit so ein Thema. Und da würde ich euch einfach dazu raten, euch mal bewusst freie Termine zu legen. Dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, jeden ersten Samstag im Monat, den blocke ich mir, den halte ich mir bewusst frei. Oder irgendwie jeden ersten Freitag, Nachmittag im Monat fahre ich los nach Feierabend. Das heißt, wenn ihr irgendwie um 16 Uhr Feierabend habt, fährt ihr nach Hause und um 17 Uhr geht's los auf Bikepacking-Tour. Dann habt ihr zumindest mal einen Overnighter bis Samstagmorgen oder so. Und wenn man sich das bewusst vorher in den Kalender legt, dann kann man damit auch relativ gut planen tatsächlich. Und hält sich einfach so ein paar Termine frei für Abenteuer. Und tatsächlich ist es so, wenn das Wetter dann am Ende doch schlecht wird, das weiß man ja vorher nicht. Ganz ehrlich, ich würde trotzdem losfahren. Weil wenn ihr ewig darauf wartet, dass dann das Wetter auch noch gut ist, dann wird das nie was. Ja klar. Bei Gewitter, minus 10 Grad oder irgendwelchen Extremsituationen, da kann man mal eine Ausnahme machen und die Tour ausfallen lassen. Aber wenn es jetzt mal nur bewölkt ist und etwas nieselt, mein Gott, einfach trotzdem machen. Am Ende wird das Wetter sowieso viel geiler, als es vielleicht noch in der Wetterprognose am Tag vorher hieß. Ne? Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Ja, so, jetzt geht's hier ein gutes Stück bergauf. Und ich höre jetzt auf zu filmen, weil ich muss atmen. So, wir sind jetzt hier an der Steinhäuselhütte und hier im Odenwald gibt es ganz viele Schutzhütten. Das ist nur eine davon und ganz viele sind so. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wenn ihr hier eine Bikepacking-Tour macht, könnt ihr hier einfach übernachten. So sieht die Hütte aus. Ja, ist komplett sauber und man hat hier immer so Sitzkisten bereit, die kann man sich da aus der Tasche nehmen und so weiter. Ne? Und das Coole ist jetzt, man könnte jetzt hier auf dem Tisch schlafen. Ne? Wenn ihr hier nachts ankommt, nur früh wieder abhauen, ist gar kein Problem. Und hier im Boden gibt es überall Sachen, wo man sich Getränke rausnehmen kann. Das ist hier. Da habt ihr ganz viel Auswahl an Getränken. Hier ist noch so ein Kühler.
Das ist jetzt nur einer davon. Und ja, davon gibt es ganz viele. Hier ist noch ein Boden, hier gibt es noch andere Getränke. Also falls ihr auch Lust auf ein Bier habt, kann man sich hier auch ein Bier rausnehmen. Hier gibt es auch noch alkoholische Getränke. Und so sieht das Ganze hier im Prinzip aus. Ja? Und ist super gemütlich, wie gesagt. Wenn ihr abends hier in so einer Hütte ankommt im Odenwald, kann man sich einfach mit dem Schlafsack auf die Bank legen, auf den Boden. Das ist auch komplett sauber. Gar kein Problem. Und ja, wir fahren jetzt aber weiter. Und die Getränke könnt ihr hier übrigens auch mit PayPal bezahlen, falls ihr kein Bargeld dabei habt. Oder einfach was in die Kasse schmeißen. So, wir machen jetzt eine kleine Pause. Trinken was. Ich glaube, so eine Apfelsaftschorle können wir uns sicherlich gönnen. Dann geht's weiter, weil jetzt ist es relativ früh. Aber die nächste Hütte sieht dann so ähnlich aus. Beautiful. Ja, es wäre jetzt fast eine geile Abfahrt runtergegangen. Aber Komoot führt uns wieder durch den Wald. How sad are you that we cannot take the down? You have to take off the jacket. Mal schauen, ey. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dass du dir einfach vielleicht mal so ein paar Mini-Routen zusammenbaust in Komoot. Weiß nicht, wenn halt mal schlechtes Wetter ist oder so, dann ja, verbringst du halt mal ein paar Stündchen am PC und planst dir irgendwie 10 Routen zusammen oder sowas. Und die 10 Routen, die können dann auch vor deiner Haustür starten. Also das ist halt optimal, um irgendwie nach Feierabend loszufahren. Dann fängst du einfach vor deiner eigenen Haustür an. Das ist super unkompliziert. Und ich würde dir einfach nur dazu raten, halt einen klaren Endpunkt einzuplanen und dir halt Gedanken darüber zu machen, wie du dann am Ende wieder zurückkommst. Dass du dann sagst, du fährst, keine Ahnung, 100 Kilometer One-Way oder so zu einem Bahnhof oder zu einem Spot, wo du schlafen kannst, wo dann der Bahnhof am nächsten Morgen vielleicht 10, 20 Kilometer nur entfernt ist. Und ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Plan, wie du wieder zurück nach Hause kommst. Irgendwie mit einem Regio oder sowas. Das ist ja auch relativ unkompliziert meistens. Und ja, genau, dass du dann halt einen klaren Endpunkt definierst, vor der eigenen Haustür losfährst und dann einfach dir mal so ein paar Routen vorher zusammen konfigurierst, womit du dann halt auch easy, ja, nach Feierabend einfach mal starten kannst, spontan. Das wäre auf jeden Fall so ein Tipp. Also meistens ist vor der Haustür losfahren halt echt irgendwie ganz cool. Zumindest plane ich die Routen immer so. Aber man kann natürlich auch irgendwie mit der Bahn irgendwo hinfahren und dann dort starten. Finde ich aber meistens ein bisschen stressig. Ich finde es irgendwie cooler, wenn dann alles vorbei ist, dann mit der Bahn einfach zurückzufahren. Ja, ist aber Ansichtssache. Das Coole daran, wenn du die Routen vorher schon planst, ist, dass du dir dann halt gar keinen Kopf mehr drum machen musst, wo du überhaupt hinfahren willst. Ja, diese Routen, die kannst du dir irgendwie in so einer Kollektion abspeichern, in einem Ordner. Und in 2 Jahren kramst du die halt irgendwann wieder raus und hast dann da 20 Vorschläge, wo du, sag ich mal, einfach auswürfeln kannst, wohin es jetzt geht. Ne? Also da musst du dir halt echt keine Gedanken mehr machen. Wenn du das halt einmal alles planst bei irgendwie Schmuddelwetter vorm Kamin und dann im Sommer einfach die Liste auspacken und dann wird die nacheinander abgehakt. Und das spart einem dann später auf jeden Fall relativ viel Zeit, wenn man ja, dann mal doch spontan los will und nicht noch das halbe Wochenende mit der Planung verbringen möchte. Naja, falls du dann irgendwie noch was vorhast am Wochenende, das kann ja auch sein. Also bei vielen ist ja so, dass die Terminkalender recht voll sind. Dann mache ich das zumindest immer so, dass ich meine Bikepacking-Touren noch mit sozialen Terminen verknüpfe. Wenn ich meine Eltern besuchen will oder sowas, dann ja, die wohnen 400 Kilometer weit weg. Aber dann fahre ich da einfach mit dem Fahrrad hin. Das ist dann halt so meine Strategie, wie ich das verknüpfe. Das heißt, wenn ich dann irgendwie nach Hannover muss, mache ich einfach eine Bikepacking-Tour draus. Und dann ja, ist das auch eine relativ gute Lösung, wie man
2 Sachen ja, mit einer Klappe schlägt. Oder wie auch immer das Sprichwort nochmal war. Wir sind gleich am Katzenbuckelsee. Where are we? Katzenbus gesehen. Genau da sind wir gleich. Thank you, Patrick. You're welcome. So. Yeah, now I'm feel good. Because it's finished. Ja, schlussendlich würde ich das so zusammenfassen, dass man auf jeden Fall nicht immer aufs gute Wetter warten sollte. Einerseits, weil die Wetterprognosen nie so super genau sind und ja, das kann sich halt ändern. Das war bei mir schon sehr oft so, dass Sonnenschein angesagt war, dann hat es geregnet oder es war durchgehend nur Regen angesagt. Und am Ende war es aber nur leicht bewölkt und voll okay zum Radfahren. Ja, von daher, solange jetzt nicht irgendwie ein halber Weltuntergang angesagt ist, mit Blitzen und 20 Liter Niederschlag, ja, solange würde ich einfach losfahren. Also wenn es ein bisschen Nieselregen angesagt ist, mein Gott, das wird schon nicht den ganzen Tag andauern. Dann regnet es halt mal 2 Stunden und der restliche Tag ist dann wahrscheinlich trotzdem schön. Ne? Also wartet auf keinen Fall aufs perfekte Wetter. Setzt euch ja klare Lücken im Kalender, dass ihr euch irgendwie jeden ersten Freitag oder Samstag im Monat fest einplant für eine Tour. Und wenn ihr dann schon irgendwie eine fertig gepackte Tasche zu Hause rumliegen habt und ein paar Touren auch schon vorgeplant sind in Komoot, dann ist die Hürde nur noch ganz minimal. Dann müsst ihr euch wirklich nur noch aufs Fahrrad setzen und einfach losfahren. Und das sind so die ja, größten Tipps, die ich euch mitgeben kann. Am Ende hängt das an euch. Ihr müsst einfach mal machen, einfach starten. Und zeitlich kriegt man das irgendwie organisiert, glaubt mir. Mein Terminkalender ist auch sehr, sehr voll. Aber irgendwie, wenn man will, findet man trotzdem eine Lücke. Ne? Dann fällt halt der Fernsehenabend aus oder irgendwie ein Kneipenbesuch. Das muss dann halt ausfallen. Und am Ende kommt es einfach auf die Prioritäten an. Aber wenn man will, ja, findet man schon irgendwie einen halben Tag, zumindest im Monat. Dass man das nicht jede Woche machen kann, ist mir klar. Aber ab und zu kriegt es, glaube ich, jeder hin. So, jetzt eine kleine Hike-and-Bike-Section. Es geht jetzt in der Schlucht. Go, go, go. So, wir müssen jetzt hier runter. Aber wird ein bisschen steil, aber das passt schon. Herr Komoot wieder mal.
Ah, sie ist unten am Fluchen. Please make faster a video of me. What? Ist das geil hier, ey. Ja, und ich kann euch echt empfehlen, guckt euch einfach mal auf Komoot, ja, irgendwelche Punkte an, irgendwelche Highlights bei euch um die Ecke, wo ihr selbst noch nie gewesen seid, und fahrt da einfach mal mit dem Fahrrad hin. Wir sind jetzt, keine Ahnung, 3 Stunden von zu Hause entfernt und es ist halt einfach echt geil, was es hier alles zu entdecken gibt vor der eigenen Haustür. Ja, ist halt wirklich so ein kleines Mini-Abenteuer nach Feierabend. Ja, schaut auf jeden Fall nochmal bei Komoot euch die Highlight durch, speichert euch eure Favoriten ab und fahrt da einfach mal mit einer gepackten Tasche hin. Also das kann ich echt nur empfehlen. Und ja, it's beautiful, oder? Yes. Really beautiful. Hey. So, irgendwie ist gerade ein bisschen spät geworden. Es ist auch frisch. Ich glaube, wir haben 8 Grad oder sowas. So, is it warm? No. No. Absolut T-Shirt-Wetter. Absolut. Ja, mega geil. Jetzt geht's die letzten Kilometer zurück nach Hause. Ein Overnighter wird das nicht. Aber trotzdem nice. Ob du noch diesen Sommer ein echtes Abenteuer erlebst, hängt einzig und allein an dir. Aber wenn du wissen möchtest, welche 12 Gegenstände höchstwahrscheinlich sofort aus deinem Setup rausfliegen können, dann schau doch hier in dieses Video vorbei. Dort erkläre ich dir übrigens auch, wie ein Setup effizienter aufgebaut werden kann und warum so ein effizientes Setup nicht nur leichter und komfortabler ist, sondern auch noch deutlich schneller und gleichzeitig etwas smarter zusammengestellt. Wenn du das nicht verpassen willst, dann sehen wir uns in diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.